Das Fujinion XF27mm 2.8 ist das kleinste Objektiv für das Fuji X-System und eines meiner meistgenutzten Objektive. Zu diesem Objektiv kommen aber immer wieder Nachfragen, wie beispielsweise welche Nachteile hat ein Pancake, ist es überhaupt ein vollwertiges Objektiv, wie ist die Bildqualität und. Und genau deshalb gibt es heute 5 Gründe, warum ich es mir gekauft habe und auch jederzeit wieder kaufen würde. Das 27er ist ein echtes Pancake und in jedem Fall ein vollwertiges Objektiv. Es ist winzig, leicht und ragt lediglich etwas über 2 cm aus der Kamera heraus. In Kombination mit einer X-T5 wird daraus ein ultrakompaktes Gesamtpaket, kaum größer als eine X100 und somit ideal, um es den ganzen Tag dabei zu haben. Und wenn man sich mal so die Preise der neuen X106 und ihre Verfügbarkeit anschaut, ist diese Kombi aus meiner Sicht eindeutig die bessere Wahl. Zumal man dann eine Kamera mit Wechselbajonett hat und auch noch andere Objektive verwenden kann. Im Übrigen kommt bald die X-T50 mit 40 Megapixeln und IBIS und dann hat man noch eine weitere Alternative. Grund Nummer 1 ist für mich also definitiv Größe, Gewicht und Abmessung. Mit gerade mal 84 Gramm muss man definitiv nicht viel schleppen und die Kombi passt in fast jede Jackentasche oder Bauchtasche. Im Übrigen ist das 27er von Fuji wetterfest und sehr gut verarbeitet. Die Naheinstellgrenze liegt bei 34 cm, der Filterdurchmesser beträgt 39 mm. Das 27er kommt mit 16 Blendenstufen bei 7 Blendenlamellen. Geliefert wird die Version mit einer kleinen Sonnenblende zum Aufschrauben und passender Abdeckung dazu. Mit der kleinen Sonnenblende benötigt man dann auch keinen Filter, um die Linse zu schützen. Grund Nummer 2 ist die Bildqualität, Schärfe und Auflösung. Es gibt einige sogenannte technische Tests, die behaupten, dass das 27er die 40 Megapixel der neuen Sensorgeneration bei Offenblende nicht ganz auflösen kann. Was mir aber aus praktischer Sicht in keinster Weise auffällt. Aus meiner Sicht bietet das 27er eine super Schärfe auch bei Offenblende und bei der Auflösung am 40 Megapixel Sensor habe ich mal gar nichts zu meckern. Wie bei jeder Festbrennweite kann man die Schärfe durch Abblenden dann auch nochmals steigern. Ob man das Bokeh des 27ers mag oder nicht, ist für mich ebenfalls Geschmackssache. Ich für meinen Teil bin immer wieder erstaunt, was aus diesem kleinen Teil so rauskommt. Insbesondere wenn man mal das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die kompakte Bauweise betrachtet. Dass Fuji dem 27er in seiner zweiten Auflage einen Blendenring spendiert hat, war für mich definitiv Grund Nummer 3. Ich bin häufig im Blendenmodus, also meinem sogenannten Run-and-Gun-Setup unterwegs und auch seit Jahren gewohnt, die Blende am Blendenring und nicht am Drehrad zu verstellen. In Kombination mit dem Belichtungsrad kann man sich so sehr schnell auf unterschiedliche Situationen einstellen. Die größte Blende liegt bei 2.8, was für mich und meine Art der Fotografie vollkommen ausreichend ist. Oftmals bin ich mit dieser Kombi auch mit Blende 5.6 oder 8 unterwegs. Blende 2 oder noch niedriger wäre natürlich schön, insbesondere wenn man nachts unterwegs ist, aber damit wäre das Pancake wahrscheinlich dann auch deutlich größer. Der Blendenring lässt sich angenehm leicht mit einem Finger verstellen und rastet auch sehr schön. Zudem besitzt der Blendenring auch noch eine Arretierung für den Automatikmodus. Was will man mehr? Für viele vielleicht etwas ungewohnt, für mich aber gehören die 27mm zu den flexibelsten Brennweiten, was für mich auch Grund Nummer 4 ist. 27mm Brennweite im APS-C-Format entsprechen ungefähr 40,5 mm im Vollformat. Für mich persönlich die goldene Mitte zwischen 35 und 50 mm, beziehungsweise im Vergleich zum 23mm und 35mm im APS-C-Format. Wem das 23er schon immer etwas zu weit und das 35er immer etwas zu eng war, der sollte unbedingt mal das 27er testen. Vielleicht ist es der Blickwinkel oder meine persönliche Sehweise. Bei dieser Brennweite weiß ich ganz genau, wo ich zu stehen habe und fühle mich damit absolut wohl, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich es so gerne benutze. Fünfter und letzter Grund ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell bekommt man das 27er von Fuji für ca. 400 €, was aus meiner Sicht in puncto Bildqualität, Schärfe und Lichtstärke bei gleichzeitiger Kompaktheit absolut gerechtfertigt ist. Der Autofokus arbeitet schnell und präzise, das 27er ist wetterfest und hat einen Blendenring.
Es ist klein, leicht und somit absolut unauffällig, wenn man so durch die Straßen zieht oder seinen Alltag dokumentiert. Wer es noch etwas günstiger mag, kann sich auch das 27er von TT Artisan anschauen. Das ist zwar nicht wetterfest, aber dafür kostet es auch nur die Hälfte. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wer sich in diesem Brennweitenbereich wohlfühlt, dem kann ich das 27er von Fuji uneingeschränkt empfehlen. Es lässt sich sehr vielseitig verwenden und bei sehr hellen Lichtbedingungen ist auch die Verwendung von Filtern möglich. Ich bin dann sehr oft mit einem Pol- oder Black Mist Filter unterwegs. Allerdings nutze ich hier dann meist größere Filter mit einem Step-Up-Ring, da ich mir ja nicht für jede Objektivgröße die Filter doppelt und dreifach kaufen möchte. Vor kurzem habe ich jetzt auch endlich den neuen Everyday Filter von Polar Pro bekommen. Der Everyday Filter ist eine Mischung aus Pol- und Black Mist Filter und da bin ich schon auf die ersten Ergebnisse gespannt. Das 27er ist also kompakt, leicht, scharf und vor allem unauffällig, passt in fast jede Jacken- oder auch Bauchtasche. Man denkt nicht mehr darüber nach, die Kamera mitzunehmen und damit macht man dann auch automatisch mehr Bilder. Zumindest geht es mir so. Schreibt mir aber gerne auch mal eure Meinung zum 27er in die Kommentare. Das hilft vor allem denen, die sich vielleicht dieses Pancake anschaffen möchten. Das war's von mir für heute. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.